Mein Name ist Ghassan Ghazi aus Syrien. Ich bin der Vater von Karim und Said. Ich bin Aya. Ich bin Taina. Mein Name ist Klaus Hader. Mein Name ist Binazir Yusufi. Ich heiße Steffi Mamba. Ich heiße Eric Chungwa. Mein Name ist Rai und... Mein Name ist Han. Hallo, ich bin Raika. Ich bin die Albulena Nika. Stell dich doch kurz gerne vor, wie heißt du, woher kommst du denn im Landkreis und vor allem als was arbeitest du denn? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Klaus Hader. Ich wohne in Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn. Und ja, was arbeite ich? Ich bin ja aus der beruflichen Laufbahn vor 3 Jahren ausgeschieden, Ruhestand kann man dazu sagen, und bin ehrenamtlich seitdem noch intensiver tätig als vorher. Es sind so 3 verschiedene Bereiche, die ich bearbeite. Zum einen habe ich die Flüchtlingshilfe in Bad Rappenau mit aufgebaut vor 6 Jahren und bin dort tätig und war dort von vornherein für die Vermittlung von Arbeit, Ausbildung, Orientierung zuständig. Ich bin seit 3 Jahren im Sprecherinnenrat des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, also im Vorstand gewissermaßen, um hier für eine menschliche Flüchtlingspolitik in diesem Land mitzuhelfen. Und der dritte Bereich ist Vera, SES, eine Initiative zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen. Da begleite ich zum einen junge Menschen bei der Ausbildung und bin auch seit ein paar Monaten Regionalkoordinator für den Bereich Heilbronn-Franken. Das sind so meine 3 Felder, die ich bearbeite. Und was hast du beruflich gemacht zuvor? Ich habe 2 Ausbildungen. Ich habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht und dachte, ja, mache ich die Krankenpflegeausbildung gleich mit und habe eine 3-jährige Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Und habe dann einige Jahre später gemerkt, das reicht mir jetzt nicht, brauche eine Veränderung. Und habe ein Studium der Betriebswirtschaft gemacht und war bis zum Renteneintritt in der Vulpisklinik in Bad Rappenau in der Geschäftsführung als Prokurist tätig mit dem Schwerpunkt Personal, Projekte, Controlling und diese Sachen. Und die Arbeit hat dir auch gefallen? War das so dein Traumberuf? Ja, die Arbeit die erste Arbeit als Krankenpfleger hat mir gefallen, auch wenn ich dann doch bald gemerkt habe, dass mir das jetzt so nicht ausreicht, bis zum Rentenalter zu arbeiten. Für mich war die wichtigste Entscheidung, dieses Studium zu machen. Ich habe das berufsbegleitend gemacht, weil ab einem gewissen Alter, auch wenn man Familie hat, dann kann man nicht einfach studieren gehen, sondern da muss man für ein Einkommen sorgen. Und das war für mich eine Herausforderung, aber das war die wichtigste Entscheidung in meinem Berufsleben, weil ich bin bis zum letzten Tag im Berufsleben gerne zur Arbeit gegangen. Und das ist doch wichtig. Das ist eine ganz hohe Qualität. Genau. Ja. Und wie kamst du dann dazu, dich in so vielen Bereichen ehrenamtlich zu engagieren? Ich bin eigentlich schon seit dem Schulalter so ein politisch interessierter Mensch für soziale Gestaltung dieser Gesellschaft, immer in unterschiedlichen Formen und Maßen aktiv gewesen. Ich denke, ich hatte persönlich das Glück, ohne Krieg aufzuwachsen in diesem Land. Ich hatte das Glück, auch 2 Ausbildungen zu machen. Ich komme jetzt nicht aus wohlhabenden Verhältnissen. Heute ist das schwieriger, denke ich, zu einer guten Qualifikation zu kommen. Damals hatte ich die Möglichkeit, das Abitur zu machen. Und da wollte ich einfach was zurückgeben oder was weitergeben, berufliche Erfahrung, Lebenserfahrung weitergeben an Menschen, die dieses Glück nicht hatten. Und woraus sind dann die Initiativen entstanden? Bist du da eingestiegen und gab es die schon vorher oder hast du da auch selber selbstständig diese mit aufgebaut, wie zum Beispiel Vera? Vera gibt es schon seit 2008, da bin ich sozusagen mit eingestiegen. Vera ist ja so eine Initiative des Senior Experten Service und ich habe mir schon 1-2 Jahre vor meinem Renteneintritt die Überlegung gemacht, was mache ich anschließend. Dann bin ich auf den Senior Experten Service gestoßen, die ja ursprünglich, also deren Aufgabe es ist, Fachleute im Ruhestand in die Welt zu schicken, um dort in Projekten
Fachwissen weiterzugeben. Und das fand ich sehr attraktiv, interessant. Und war im Jahr 2019 4 Wochen in Malawi und 4 Wochen in Südafrika in sozialen Gesundheitsprojekten, weil ich wollte meine Erfahrung 46 Jahre Krankenhaus, da kriegt man schon ein bisschen was mit, wie es so läuft, einfach weitergeben. Und dann ist der SES, Senior Experten Service, auf mich zugekommen. Ja, wir haben hier noch Vera und hättest du nicht Lust, hier junge Leute zu begleiten? Dachte ich, versuche ich. Ja, mache ich gern und macht mir Spaß. Ja, super. Und wie sieht es dann genau aus? Also welche Menschen können sich da an Vera wenden? Es ist eine Initiative, die sich bewusst an Auszubildende wendet, die vielleicht Probleme haben, die Ausbildung erfolgreich zu beenden. Es ist ja so, dass die Hälfte aller Auszubildenden entweder das Ausbildungsverhältnis lösen und einen anderen Beruf gehen oder den Betrieb wechseln, oder sie fallen ganz aus dem System raus. Und an die wendet sich Vera. Wir bieten hier Hilfe an. Wir haben dazu eine Webseite von Vera SES. Da kann man mit einem recht einfachen, überschaubaren Formular diesen Bedarf anmelden. Das kann der Auszubildende, das kann der Lehrbetrieb, das kann die Berufsschule, die Sozialarbeiterin der Berufsschule, das kann die Flüchtlingshilfe. Das können alle möglichen Leute machen und das wird dann nach Bonn geschickt. Und die prüfen dann, ob in dieser Region jemand ist, der da passen würde, der da die Arbeit mit übernehmen könnte. Ach, die Zentrale ist dann in Bonn. Die Zentrale ist dann wird alles koordiniert. Genau, ja, da wird koordiniert. Ich mache hier in der Koordination die Kontakte zu den hiesigen Institutionen, zur IHK, zur Handwerkskammer, zur Arbeitsagentur, zum Welcome Center, zum Landratsamt, Kontaktstelle für Frauenberuf und was es alles so gibt, um da ein Netzwerk zu schmieden zur Unterstützung junger Menschen, die diese Hilfe brauchen. Es gibt ja so Untersuchungen, dass Jugendliche, die gefragt werden nach einer Ausbildungsbegleitung, also wie die Erfahrungen sind, dass am meisten geschätzt wurde, das offene Ohr. Da ist jemand. Ne? Und hast du auch jetzt mit Vera schon besondere Erfahrungen gesammelt, wo dich sehr beeindruckt haben? Gerade Ausbildungen, wo dann so erfolgreich abgeschlossen wurden oder wo dann Vera eben geholfen hat, weiterzukommen? Ja, beeindruckend tun mich auf jeden Fall die 2 Schwestern, die ich vorhin erwähnt habe, weil die sind so engagiert, dass es auch wirklich große Freude macht, das zu begleiten. Und da ist für mich auch selbstverständlich, das kann auch mal Sonntagabend sein oder wie, dass man da, wenn die Zeit drängt, dass wir da gemeinsam was machen oder auch kurzfristig. Das ist für mich selbstverständlich, weil das begeistert mich schon so ein Stück. Es ist natürlich auch so, dass nicht immer eine Begleitung erfolgreich ist. Das ist so. Die Erfolgsquote liegt so bei 78% von allen Begleiteten. Das ist ganz gut. Was interessant ist, auch das habe ich jetzt in dem Pressebericht von Vera SES erst vor ein paar Tagen gelesen, dass die Erfolgsquote bei Menschen mit Fluchthintergrund bei 87% ist, also nochmal deutlich höher. Das ist gut und das finde ich enorm. Das beeindruckt mich schon so. Die Initiative Vera hat sich zum Ziel gesetzt, Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Vera AusbildungsbegleiterInnen, bestehend aus qualifizierten Ehrenamtlichen im Ruhestand, helfen Auszubildenden, wenn Konflikte und Schwierigkeiten in der Ausbildung aufkommen. Die Experten von Vera unterstützen in einer individuellen Begleitung die Auszubildenden bei der Bewältigung von Prüfungsstress, der Stärkung der Selbstorganisation und der Selbstkompetenz oder auch bei der Suche nach weiteren Unterstützungsangeboten. Regionalkoordinator ist Klaus Harder, der auch mit dem Projekt Jobcoaches in Bad Rappenau Menschen bei ihrem Weg in Schule, Ausbildung und Arbeit unterstützt. Vera ist eine Initiative des Senior Experten Service, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Zurzeit stehen in ganz Deutschland mehr als 3000 AusbildungsbegleiterInnen zur Verfügung, die speziell für ihre Tätigkeit regelmäßig geschult werden.
Vera-Begleitungen sind für Auszubildende, Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen kostenlos. Zunächst wird eine Vera-Begleitung für die Dauer von 12 Monaten eingeplant. Sie kann jedoch bei Bedarf bis zum Abschluss der Ausbildung verlängert werden. Falls Interesse und Bedarf an einer Vera-Begleitung besteht, zeigt die Homepage vera.ses-bonn.de die AnsprechpartnerInnen in der Region auf. Ja, siehst du besondere Herausforderungen, wenn es um die Jobsuche bei neu zugewanderten Menschen geht? Es gibt schon ein Stück Vorbehalte oder was ich auch immer wieder zum Beispiel erlebe. Ich habe jetzt unterstützt einen Familienvater aus dem Irak, dass er endlich Arbeit findet. Das geht dann in diesem, der hat jetzt keine Ausbildung, sondern war als Bauunternehmer im Irak gut situiert, aber hat natürlich jetzt keine Fähigkeiten, die hier sozusagen für eine qualifizierte Berufsausübung also prädestinieren. Nicht anerkannt. Ist nicht anerkannt, ist auch nicht, kein Zertifikat. Das ist in anderen Ländern anders. Und da merke ich schon, wenn dann die Menschen in diesem Niedriglohnsektor sind, dass die auch mit einer gewissen Rechtlosigkeit behandelt werden. Zum Teil auch über Personalleasingfirmen, wo ich denke, in einer Dreierschicht mit Nachtschicht dann ein Stundenlohn so um den Mindestlohn, das finde ich dann schon, ja, nicht schwierig. gerade Menschen. Ja, das muss man schon sehen, dass es hier... Ja, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, auch da die Menschen zu stärken und ihnen Selbstbewusstsein, was ja oft leidet, weil man hat diese Rolle nicht mehr, die man in der Heimat hatte. Auch dieses gesellschaftliche Ansehen, sondern muss hier auch leider mit rassistischen Äußerungen umgehen und da Menschen auch ein Stück stark zu machen, selbstbewusst zu machen. Und was macht man da so dann in der Flüchtlingshilfe? Das sind zum einen Kampagnen, die geführt werden, die Aktion Sicherer Hafen, um halt dieses Sterben auf dem Mittelmeer einfach jetzt zu beenden und die Staaten aufzufordern, hier Menschen dann zu retten, wenn sie in Seenot sind. Und das ist sicher eine Kampagne. Andere Sachen sind die Kritik an der Abschiebungsmethodik gegenüber Menschen aus Afghanistan, ein Land, was zerstört ist, wo gefährlich ist, wo die Pandemie noch schlimmer wütet als in westlichen Ländern. Dorthin Menschen abzuschieben, das finde ich unmenschlich. Und das sind auch solche Kampagnen, die wir führen. Dazu kommt ganz viel Beratungsbedarf, auch die Schulung von Hauptamtlichen in den Initiativen, wie auch in Landratsämtern und so, aber auch Ehrenamtliche in der Frage, was ist Ausbildungsduldung, was ist Arbeitsduldung, was ist was muss passieren, um hier einen sicheren Status zu bekommen. All diese Fragen, die werden da bearbeitet und da bin ich auch froh, ein bisschen das da mitwirken zu können. Ja. Du führst ja auch ein Projekt, das auch letztes Jahr online erfolgreich war, und zwar die Jobcoaches in Bad Rappenau. Ein Pilotprojekt, sage ich jetzt mal, weil es ausgetestet wurde. Aus was genau besteht dieses Projekt und was machst du da in diesem Projekt? Also die Jobcoaches Bad Rappenau, das ist jetzt so eine Institution, das sind im Augenblick 4, 5 Menschen mit aktiv. Wir bieten allen Menschen, die Interesse haben, Bedarf haben, in erster Linie sind es Menschen mit einer Migrationsgeschichte, an, sie zu unterstützen bei der Suche nach Arbeit, nach Ausbildung, nach Orientierung. Das ist für mich das Erste, dass man einfach fragt, wie war es in Ihrer Heimat gewesen, was haben Sie gemacht, jetzt sind Sie hier, was ist denn Ihr Ziel, wo wollen Sie hin? Und dass man da mal guckt, was ist möglich, was ist vorhanden an Ressourcen. Und deswegen machen wir da zunächst mal bei jedem und jeder, der die Interesse hat, ein Orientierungsgespräch. Dann schauen wir nach der Dokumentenlage. Wir schreiben dann Lebensläufe oder
verschönern die, wenn schon mal was vorhanden ist, sammeln die verschiedenen Zeugnisse und was es so alles gibt und machen dann diese Unterlagen soweit fertig, dass sie versehen mit einem Anschreiben dann für eine Bewerbung genutzt werden können. Wir machen Akquise und bieten dann an, machen natürlich keinen Schritt ohne denjenigen, um den es letztendlich geht und versuchen so Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen oder auch einfach ein Arbeitsverhältnis einzugliedern. Und es gibt ja aber auch nicht nur die Vermittlung in Arbeit, in was ja auch geholfen wurde, war zum Beispiel beim Führerschein oder in Sprachkurse. Es ist ja Vermittlung jeder Art, je nach Situation der zu Beratenden, sage ich mal. Ja. Ja, das ist richtig. Wenn man diese Tätigkeit macht, dann braucht man ja auch einfach auch dieses Netzwerk, wo man sagt, jetzt wendet man sich dahin und Jobcenter ist das und das möglich. Und hier gibt es Eingliederungshilfe, wenn man das berücksichtigt. Das sind so diese praktischen Sachen. Und ja, es ist auch so, Beispiel auch ein junges Mädchen aus Syrien, aus Homs auch, die vor gut 3 Jahren kam mit ihrer Familie, da hatten wir auch ein bisschen Beratung. Die macht jetzt die mittlere Reife. Und da haben wir vor 2 Monaten besprochen, wie geht's weiter. Und ich habe mich ganz stark dafür gemacht, schau, dass du das Abitur machen kannst. Du hast diese Ressourcen, du hast diese Sachen. Und sie wird ein gutes Zeugnis bekommen und wird das Fachabitur dann nachmachen. Ja, super. Das also ist ja dann auch ein Erfolg. Auch diese Sache, ne, ja. Deswegen versuchen wir da so breit wie möglich aufgestellt zu sein, aber auch immer wieder zu schauen, was ist möglich, was geht. Und einfach, ja, so zu helfen, neue Ziele, auch vielleicht neue Visionen zu entwickeln, weil jeder Mensch hat ja auch, egal ob ich jetzt in Syrien, in Gambia oder in Deutschland auf die Welt komme, habe ich ja irgendwo eine Zukunftsvision. Und bei Menschen, die geflüchtet sind, ist sowas durchaus mal verschütt gegangen, zerstört worden. Seit Herbst 2020 beraten und unterstützen ehrenamtliche Jobcoaches zugewanderte Menschen bei der Arbeitssuche. Das Projekt wurde von Klaus Harder, Silke Norn-Bates und weiteren engagierten Ehrenamtlichen ins Leben gerufen und wird vom Landkreis Heilbronn gefördert. Die Beratungen finden einmal in der Woche im Jugendhaus in Bad Rappenau oder online und telefonisch statt. Im Erstgespräch werden der Bedarf erfasst, bisherige Berufsqualifikationen und Zeugnisse gesichtet und berufliche Wünsche und Ziele besprochen. Gegebenenfalls müssen dann Zeugnisse übersetzt und beglaubigt werden für weitere Verfahren. Oder es erfolgt die Kontaktaufnahme mit zuständigen Stellen im Landkreis Heilbronn, die in einigen Bereichen weiterhelfen können. Für die Suche nach Praktika, Ausbildung oder Arbeit unterstützen die Jobcoaches auch bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und sichten zusammen freie Stellen, die auf Stellenportalen ausgeschrieben sind. Auch auf Vorstellungsgespräche wird vorbereitet. Die Beratungsgespräche der Jobcoaches bieten eine erste Orientierung und Hilfestellung, um sich im komplexen Bildungs- und Arbeitsmarktsystem zurechtzufinden. Die Jobcoaches sind auch immer auf der Suche nach Unternehmen, die unverbindliche Praktika oder Stellen anbieten. Also du bist ja sehr vielfältig ehrenamtlich tätig. Würdest du jedem ein Ehrenamt ans Herz legen? Ja, die Sinnhaftigkeit, die man bei der Arbeit, wenn man also keine völlig verkehrte Arbeit nachgegangen ist, doch zumindest fragmentarisch so erfährt, das ist gut so, oder vielleicht zum hohen Prozentsatz erfährt, aber ich denke, viele Menschen brauchen das auch in der Rente, auch so ein Feedback und auch, dass diese Fähigkeiten, die man hat, nicht einfach verloren gehen. Aber ich würde es jedem empfehlen, was zu machen, weil es ist sinnhaft, es macht Spaß, man lernt neue Leute kennen, man lernt auch junge Leute kennen in diesem Bereich, Vera beispielsweise, weil die meisten kennen ja Menschen in ihrer Altersgruppe irgendwo. Ne? Dann kennt man vielleicht noch die 20-Jährigen, wenn das die Enkel sind. Aber damit erschöpft sich das auch irgendwo. Und jetzt der Gedanke, auch mit jungen Leuten aus anderen Kulturen zusammen zu sein, ist ja was Spannendes, wo man auch selbst lernt. Ich würde jedem empfehlen, was zu machen. Es gibt heute ja wirklich viele Möglichkeiten, sich entsprechend zu betätigen. Und es ist ein Gewinn, auch in dieser Lebensphase. Und
An wen kann man sich denn jetzt wenden, wenn man die Unterstützung von den Jobcoaches möchte? Ja, dazu haben wir unsere E-Mail-Adresse und auch meine Handynummer veröffentlicht im Flyer. Und das geht darüber. Ja, das über die Jobcoaches, und bei Vera SES geht es über die Webseite, aber auch über E-Mail-Adressen, auch über meine Handynummer. Wenn man sozusagen einfach wissen will, sag mal, wie ist denn das Ausbildungsbegleitung? Wenn man hier aus der Region Heilbronn ist, dann ist ja die Hemmschwelle niedriger, wenn man weiß, da ist einer, der wohnt auch hier um die Ecke. Und man muss nicht einfach in Bonn anrufen. Also dazu gibt es die Kontaktdaten, E-Mail und Mobilnummer. Ja, super. Gibt es noch besondere Ziele oder Wünsche, die du in Bezug auf die Projekte hast? Vor allem für die nächsten Jahre. Ja, also bei Vera würde ich mir wünschen, dass neue Begleitende, also neue Seniorinnen und Senioren mit dazukommen, da einfach sagen, ja, mir macht das, ich probiere das aus, das ist spannend, das ist gut. Aber insgesamt fände ich es gut, wenn mehr Ruheständlerinnen auch, ne, der Anteil der Frauen ist noch geringer als ein Drittel, da dabei wären. Das würde mich freuen. Bei den Jobcoaches denke ich, das läuft soweit ganz gut. Das ist so der Kreis von 4, 5, 6 Leuten, die da mitmachen, und das ist gut so. Was das Leben geflüchteter Menschen angeht, da würde ich mir wünschen, dass das in diesem Land doch erfreulicher wird, dass Fremde auch wirklich willkommen geheißen werden und ihren Platz in der Gesellschaft finden und ja, dazu beitragen, dass es hier eine solidarische Gesellschaft ist, die immer vielleicht auch den Schwachen oder den Kranken und wie auch immer hilft, aber gemeinsam für Solidarität einsteht. Hola, Sandra. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du heute da bist. Stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor. Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo arbeitest du? Ich bin Sandra Villaverde, ich komme aus Spanien. Ich werde dieses Jahr 45, auch wenn ich 28 aussehe. Und ich arbeite im Welcome Center Heilbronn-Franken seit fast 3 Jahren. Und du hast schon gesagt, du kamst aus Spanien vor einigen Jahren. Wie lange ist das jetzt her? September 2003, fast 20 Jahre. Oh Gott. Spanien ist ja ein schönes Land. Ich habe es auch schon persönlich gesehen. Was hat dich damals dazu bewogen, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland zu bleiben? Gute Frage. Ich war damals, ich war in London. Ich habe in London 7 Jahre gelebt. Und dann habe ich gedacht, ich habe immer Interesse an Sprachen gehabt. Und ich habe ein bisschen Französisch gelernt, dann Englisch. Und das ging. Es war immer ein bisschen schwieriger. Und dann auf einmal ruft meine Cousine an und sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, Au-pair zu sein. Aha. Und ich habe gedacht, Deutsch. Und so bin ich gekommen als Au-pair. Und geblieben. Mit hin und her, aber ja, ungefähr geblieben. Okay, also du hast dann hier in Deutschland auch deine weitere berufliche Zukunft begonnen sozusagen. Nach deinem Jahr als Au-pair, was hast du dann gemacht? Ich bin überall hingegangen und überall gefragt und es war nicht einfach. Aber ich habe zuerst Deutsch gelernt. Ich kam ohne Deutschkenntnisse, gar nichts. Mein 8-jähriges Kind hat gesprochen und das Einzige, was ich verstanden habe, war Pokémon. Das war meine Deutschkenntnisse. Und ich habe Deutsch gelernt und dann, ich wollte immer irgendwas mit den Sprachen lernen. So, ich habe an der Uni Mainz mich beworben und ich habe einen Platz bekommen. Zuerst musste ich Deutsch lernen. Und danach konnte ich studieren. Und so kam ich nach und nach, ohne Plan, so einfach, was es gekommen ist, habe ich ausversucht. Aber du hattest dann in Spanien schon dein Abitur gemacht?
Ja, und studiert auch. Ich hatte an der Uni auch Tourismus gemacht. In Spanien ist das so ein Bachelor ungefähr. Aber ich habe das nie gemocht. Also, und ich glaube, nie gearbeitet. Aber so das mit der Sprache hat schon da angefangen. Weil, ja, um Tourismus zu arbeiten, brauchte ich Sprachen. Und ja, so, ich hatte schon Abitur und auch ein Studium abgeschlossen. Und musstest du dann die Zeugnisse übersetzen lassen oder anerkennen lassen, als du hierher gekommen bist? Ja, alles so schwierig. Ich musste selber suchen, aber es gab so eine Abteilung, International Office oder so. Und ich habe irgendwann mal gedacht, vielleicht nehme ich meine Matratze dort und ich schlafe direkt dort. Weil du so viele Unterlagen so viele Unterlagen und so viele Fragen und danach auch die Anmeldung und ich brauchte auch eine Bewerbung oder irgendwas. Boah, das war so viele Papier, Bürokratie. Gab es damals schon das Anerkennungsverfahren, so wie es heute läuft? Nee, das habe ich vor kurzem gemacht. So, das hat gereicht, die Übersetzung von allen Sachen, weil ich habe das, ich glaube, in 2006 oder 2007 gemacht und ich glaube, ich musste nur übersetzen. Und nur einige Sachen, auch nicht die Fächer. Und das habe ich noch. Okay. Und ich musste selber alles bezahlen. Ja. Und an wen wirst du dich jetzt heute wenden? An welche Beratungsstelle? Wenn ich gewusst hätte, das ist ein Welcome Center oder so viele Sachen, Integration. Ich wäre direkt zum Welcome Center, weil ich das am meisten kenne. Natürlich, wenn ich woanders arbeiten würde, ich weiß, dass es mehrere Institutionen gibt, die beraten und so, aber wenn jetzt ist für mich auch so, wie kann ich den Leuten sagen, dass es mehrere Beratungsstellen gibt, die für uns da kostenlos sind. Das ist meine Herausforderung gerade. Dein Job ist ja auch durchaus hilfreich für alle Menschen, die... Sehr viel und vor allem meine Kunden sind genauso in meiner Situation vor 3 Jahren. So, ich wusste nicht, was mit mir passiert, wo kann ich arbeiten. Ich war sehr unsicher, ich fühlte mich nicht sicher mit der Sprache. Und wenn du anfängst, dann auf einmal gewinnst du in Sicherheit. Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt das Ankommen internationaler Fachkräfte in der Region und berät Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen. In individuellen Beratungsgesprächen informieren die BeraterInnen über die Themen, die die Kunden mitbringen. Das kann zum Beispiel die Einreise und den Aufenthalt betreffen, die Arbeitssuche, die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse, die sprachliche Qualifikation und vieles mehr. Da das Welcome Center Kontakte hat zu den regionalen AnsprechpartnerInnen, fungieren die BeraterInnen zugleich als Schnittstelle und vermitteln bei Bedarf an zuständige Stellen. Des Weiteren klären sie auch die zuständigen Stellen selbst über die Themen oder Änderungen auf. Neben der Durchführung von Einzelberatungen führt das Welcome Center regelmäßig Veranstaltungen durch. Der Link zur Homepage findet sich in der Infobox. Was hat denn dir noch beim Sprachelernen geholfen? Also hast du auch so Kurse besucht oder gab es dann irgendwelche Bücher, die du gelesen hast? Oder was hat dir dabei geholfen? Ich bin ein Sprachenfreak. Also ich liebe Grammatik und ich suche immer in der Grammatik die Logik der Sprache. Aber Integrationskurse habe ich auch gemacht, so die Zeit mit der Familie, mit Kindern, so die einfache Sprache. Kontakte zu anderen. Genau. Dann, ich habe auch in einer Kneipe gearbeitet, aber ich konnte kaum etwas sagen. Ich habe so viele Fehler gemacht und von den Fehlern habe ich sehr viel gelernt. Aber du hältst dann auch Deutsch für wichtig, um hier arbeiten zu können? Auf jeden Fall. Das sagen wir immer unseren Kunden. Die deutsche Sprache öffnet Türen. Erzähl gerne nochmal,
was das für ein Studiengang war. Also war das ein internationaler Studiengang oder genau? Ja, das war ganz normal, das war Anglistik am Anfang, aber ich habe da gemerkt, es war nicht meins, so interpretieren, was die Autoren meinten. Und dann habe ich gewechselt auf Sprachwissenschaft. Das ist total meine Sache gewesen. Ich habe auch super gerne studiert. So. Und du hast studiert, als du schon Kinder hattest? Ich habe am Ende, so während meiner Magisterarbeit, hatte ich schon ein Baby. Ah, okay. Und wie hast du das so vereinbart? Wirklich, okay, war schwierig. Ich habe gewartet, dass er schläft und dann konnte ich hier schreiben, aber der wollte nicht schlafen, weil er war viel zu neugierig. Ja, ich habe mir vorgestellt, okay, der schläft so 15, 16 Stunden am Tag, in der Zeit kann ich machen. Nee. Ja. Aber es hat am Ende geklappt. Ich habe auch einen sehr guten Abschluss. Und und ein großer Erfolg. Es war nicht einfach und ich habe es gekriegt und viel länger und alles, aber ich habe nachhinein gelernt, sehr gut. Du hast das erreicht, was dir Spaß gemacht hat. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen. Die Kontaktstelle Frauenberuf Heilbronn-Franken ist Teil des Landesprogramms Kontaktstellen Frauenberuf in Baden-Württemberg, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert wird. Jedes Jahr organisiert die Kontaktstelle Frauenberuf Veranstaltungen zu einem Themenmotto. Auch die Kontaktstelle Frauenberuf bietet individuelle Beratungen an und fokussiert sich hier insbesondere auf Themen wie berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Weiterentwicklung und Selbstständigkeit von Frauen. Die BeraterInnen unterstützen die Frauen in ihrer Berufswegeplanung, im Berufseinstieg oder der Umorientierung und dem Wechsel. Dabei arbeitet die Kontaktstelle eng mit Institutionen zusammen, die ebenfalls im Arbeitsmarkt aktiv sind. Auf der Datenbank werden Betriebe und Institutionen mit zugehörigen Kontaktdaten benannt, die in den Bereichen Beruf, Bildung und Familie in den einzelnen Landkreisen aktiv sind. Weitere Informationen zu anstehenden Veranstaltungen und auch die Kontaktdaten für Beratungsanfragen werden auf der Homepage aufgezeigt. Was habt ihr denn so jährlich für Projekte mit dem Welcome Center? Oder erzähl mir doch erstmal, seit wann gibt es denn das Welcome Center und warum wurde es gegründet? Okay. Ich glaube, seit 2014. Und so es wurde gegründet für Fachkräfte. So, was brauchen Fachkräfte, damit sie hier bleiben? Oder gerade diese Information, die ich am Anfang gesucht habe, ist, wie kann ich Geld verdienen, aber auch gleichzeitig meine Krankenversicherung bezahlen, meine Miete und trotzdem mich selbst finanzieren. So, ich habe 2 Jahre gekämpft mit meiner Krankenversicherung und so. Am Ende habe ich gewonnen, aber okay, super. Es hat nur 2 Jahre gedauert. Der Abschluss von einigen Versicherungen ist in Deutschland verpflichtend. Dazu gehören Kranken- und Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Als Angestellte oder Angestellter erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber den Nettobetrag Ihres Einkommens auf Ihr Konto überwiesen. Ihr Arbeitgeber hat dann bereits die Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung von Ihrem Gehalt abgezogen und direkt bezahlt. Die meisten Menschen in Deutschland sind in einer der gesetzlichen Krankenkassen versichert. ArbeitnehmerInnen, die mehr als geringfügig beschäftigt sind pflichtversichert. Eine Krankenversicherung benötigt man auch während eines Studiums. Bei EU-BürgerInnen, die bereits im Heimatland Mitglied einer Krankenversicherung sind, übernimmt die bisherige Krankenversicherung meist auch in Deutschland Basis- und Notfallbehandlungen. Für längere Aufenthalte in Deutschland zu Arbeitszwecken ist jedoch der Wechsel in eine deutsche Krankenversicherung erforderlich. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind einkommensabhängig. Das heißt, je höher das Einkommen ist, desto höher der monatlich zu zahlende Versicherungsbeitrag, bis zum Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze. Monatlich wird 14,6% vom Einkommen an die Krankenkasse gezahlt. Davon zahlt der Arbeitgeber meist die Hälfte und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die andere Hälfte.
Zusätzlich muss vom Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin noch ein Zusatzbeitrag gezahlt werden, der je nach Krankenkasse variiert. Zurzeit sind das durchschnittlich 1,3% vom Einkommen. Einige Personen sind auch in privaten Krankenversicherungen versichert. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nicht nach dem Einkommen, sondern nach dem Versicherungsrisiko, das meist anhand von Alter, Vorerkrankungen und weiteren Merkmalen festgelegt wird. Private Versicherungen kommen nicht für jeden in Frage, sondern meist nur für Selbstständige, Studierende oder ArbeitnehmerInnen mit hohem Einkommen. Die Kosten für ärztliche Behandlungen müssen von den Versicherten erst selbst übernommen werden und werden dann später von der Versicherung erstattet. Dafür werden zum Beispiel weitere Kosten für Behandlungen von Chefärzten, Heilpraktiker etc. übernommen und die Auswahl an Ärzten ist häufig größer. Verpflichtend ist auch eine Pflegeversicherung. Sie unterstützt finanziell im Falle der Pflegebedürftigkeit. Wer in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, ist automatisch auch pflegeversichert. Wer privat krankenversichert ist, muss zusätzlich eine private Pflegeversicherung abschließen. Unfallversicherungen unterstützen ArbeitnehmerInnen, Auszubildende, SchülerInnen, StudentInnen und RentnerInnen bei Unfällen am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin. Die Versicherung ist meist beitragsfrei. Rentenversicherungen sichern die finanzielle Existenz im Alter nach der Rente oder im Falle einer Berufsunfähigkeit ab. Die Beitragshöhe richtet sich nach der Einkommenshöhe und der Anzahl der Einzahlungsjahre. Wer angestellt ist meist automatisch rentenversichert. Die Versicherungsbeiträge werden vom Lohn abgezogen. Altersvorsorge in Form von der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch privaten Altersvorsorgeoptionen ist wichtig, da die spätere Rente niedriger ist als das Einkommen während der Berufstätigkeit. Auch die Arbeitslosenversicherung ist verpflichtend und wird vom Lohn abgezogen. Meist sind alle, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind, automatisch versichert. Die Arbeitslosenversicherung sichert das finanzielle Risiko bei Verlust der Arbeitsstelle ab. Voraussetzung ist jedoch, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mindestens 2 Jahre versichert war. Wer ein Auto oder Motorrad besitzt, ist verpflichtet, eine Kfz-Versicherung abzuschließen. Diese greift in Schadensfällen und ersetzt je nach Versicherung und Umfang die Kosten für die Reparatur. Weitere nicht verpflichtende Versicherungen sind zum Beispiel Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Lebensversicherung. Bei der Verbraucherzentrale werden Beratungen zu den verschiedenen Versicherungen angeboten. Und so ein bisschen für die Fachkräfte, auch für kleine und mittlere Unternehmen auch als unterstützen, wenn sie internationale Fachkräfte haben oder holen möchten oder die internationale Fachkräfte möchten ihre Familie hierher bringen oder so, ja, wir beraten und wir gucken und wir verweisen auch so auf andere Institutionen. Ich nenne alles Institutionen. Ja, super. Wie viele Beraterinnen seid ihr denn beim Welcome Center? Wir sind 4. Manchmal haben wir eine Praktikantin oder eine Person, die uns hilft, aber hauptsächlich 4. Und es ist das beste Team der Welt. Ja, okay, das ist schön. Ja, das ist super wichtig. Es gibt Unternehmen, die diese, ich nenne es Investition, aber sie haben ihre Zeit investiert, dass ich sichere bin in meinem Gebiet. Aber am Anfang sie haben mich sehr viel unterstützt. Sie haben immer meine E-Mails korrigiert, weil ich wollte keine Fehler schicken, vor allem wenn ich die Person noch nicht kenne oder so. Und sie haben nie irgendwas gesagt, oh Sandra, das reicht langsam. Sie sind immer offen für alles. Und jetzt, nach 3 oder 4 Monaten, ich war sicher, ich habe an mich geglaubt. Aber am Anfang, das Telefon hat geklingelt und ich habe geschwitzt. Voll gerne. Ich habe gedacht, ich kann nicht sagen, Welcome Center. Aber jetzt mittlerweile, ich verstehe das und manchmal diese Unsicherheit ist unser schlimmster Feind, weil wir können normalerweise gut sprechen. Aber gerade eben, weil ich mir Mühe geben muss,
perfekt zu sprechen, dann mache ich voll gerne Fehler. Ja. Aber mache ich selber. Man muss mutig sein, ja. Ja, und sagen, ja, wenn es ein Fehler oder 2 oder 3, es ist egal, ich bin ein Mensch, ich gebe mir Mühe, ich habe sehr viel geschafft soweit. Ja, und ich habe ja auch gesehen, ihr habt auch oder mitbekommen, ihr habt letztes Jahr sehr viel auch online gemacht, also Online-Veranstaltungen. Wie sieht das jetzt so aus? Was sind denn eure jährlichen Projekte so? Was wollt ihr auf jeden Fall immer machen für Veranstaltungen? Sehr gut, wir werden immer kreativer und wir versuchen auch dran zu gehen, wo die Leute Bedürfnisse haben. Und zum Beispiel diese Sicherheit, so Unsicherheit eher, das ist meine Sache. So, ich möchte arbeiten an die Unsicherheit der Kunden, weil das habe ich auch miterlebt und es ist kontraproduktiv. Was wir machen immer sind Jobcafés. Wir sind in den ganzen Regionen. Ja, wir haben offene Sprechzeiten und wir machen Jobcafés, wir nennen das Jobcafés, weil wir diesen Druck und diese schlechte Atmosphäre von einem Büro wegmachen wollten. Und am Anfang die Idee war, in einem Café uns zu treffen und so ein Seminar zu hören. Und die Themen sind ungefähr die gleiche, was die Leute suchen, so Lebenslauf, Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, so den BITS, Bildungszentrum vorzustellen, so was es gibt von der Agentur für Arbeit. Auch Berufsberatungen. Genau, Arbeitsrecht, so ein bisschen, dass sie wissen, was sind meine Rechte, bevor jemand das ausnutzt oder so. Das Welcome-Center Heilbronn-Franken organisiert Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, die insbesondere für Zugewanderte interessant sind. Mehrmals im Jahr finden zum Beispiel Jobcafés statt. In Jobcafés werden verschiedene Aspekte rund um das Thema Arbeiten in Deutschland diskutiert. Die Teilnehmenden erhalten von den BeraterInnen praktische Tipps und Unterstützung bei ihren Fragen. Jedes Jahr führt das Welcome Center mit regionalen Institutionen eine Themenwoche mit dem Titel Willkommenskulturwoche durch. Der Schwerpunkt wird jährlich auf neue Themen festgelegt. Täglich sprechen VortragsrednerInnen in der Willkommenskulturwoche über Themen, die das Ankommen in Deutschland, das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt oder vieles mehr betreffen und gehen auf Fragen der Teilnehmenden ein. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. 2021 hat das Welcome Center gemeinsam mit der regionalen Koordinierungsstelle Fachkräfteeinwanderung den Podcast Inside Heilbronn-Franken, die Region im Ohr, veröffentlicht. Die Podcast-Reihe Internationale Fachkräfte finden und binden hat das Ziel, über die Möglichkeiten der Fachkräfteeinwanderung zu informieren und richtet sich insbesondere an Personalverantwortliche. Mit AnsprechpartnerInnen von zuständigen Institutionen werden Themen wie das beschleunigte Fachkräfteverfahren oder auch die berufliche Anerkennung beleuchtet und diskutiert. Die Podcast-Reihe ist unter anderem bei Spotify abrufbar. Wenn man sich jetzt beraten lassen will, an wen kann man sich da wenden? Oder habt ihr auch eine Homepage oder Internetseite? Ja, wir haben eine Webseite und das ist Welcome Center Heilbronn-Franken. Und da unter Kontakt, Sie finden uns